Der Wings for Life World Run ist eigentlich jedes Jahr seit 2019 eines meiner Saison-Highlights. Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder in München vorne mitlaufen. Beim Ultramarathon, das hat eigene Gesetze, da muss man einfach schauen, was machen die Beine, was macht der Kopf und dann ist irgendwann Mann gegen Mann und dann schaut man einfach, wer am weitesten rennen kann an dem Tag. Ich bin David Schönherr, ich bin 35 Jahre alt, Ultra- und Marathonläufer. Meine Wurzeln kommen schon tatsächlich vom Laufen, weil ich mit meiner Mutter schon mit 7 Jahren mitgefahren bin zu jedem Volkslauf und Volkstriathlon und da häufig die Kitt-Distanz mitgemacht habe. Also ich komme aus einer Läuferfamilie, die sind alle laufverrückt und das zog sich hin, als ich studiert habe, dass ich dann, wenn ich nach Hause kam, gefragt wurde, ey, wie läuft denn dein Training, wann ist denn der nächste Wettkampf und gar nicht so, ja, wie läuft es im Studium, wie waren deine letzten Klausuren? Ich bin so aufgewachsen, dass halt Sport und das Laufen halt eine große Bedeutung hat im Leben und eine große Priorität auch in meinem Leben hatte, dass ich halt Läufer durch und durch bin und das letztendlich auch zu meiner Berufung gemacht habe. Ein Ultra ist alles, was über Marathon hinausgeht. Also Personen, die jetzt nicht dem Laufsport so verbunden sind oder Ultramarathon gar nicht kennen, die denken wahrscheinlich erstmal so, ey, was ist das für ein Verrückter? Ich versuche ja alles so ein bisschen im Leistungssport-Spektrum auch zu lassen. Ich sage, ja, ich setze mir eine Distanz und eine Zielzeit und bin so und so viele Stunden unterwegs. Also für mich ist halt so Marathon zu kurz, da habe ich nicht die Grundschnelligkeit, um deutsche Spitze zu sein. Aber ich glaube halt alles, was so über 60 Kilometer ist, da bin ich schon ganz gut. Und ich glaube, es gibt nicht so viele, die 3,45er Schnitt über 60 Kilometer laufen können. Und wenn ich denen das so erkläre, dann verstehen die das schon, warum ich das mache. Und wenn ich dann auch sage, dass es halt etwas Besonderes, was sehr Emotionales, auch so ein bisschen an die Grenze zu kommen. Und meine Mutter, die Europameisterin im 100-Kilometer-Lauf ist, 2006 ist sie, deswegen bin ich ja überhaupt Ultraläufer geworden, ne, weil sie mich da doch sehr geprägt hat und ich als Junge da immer am Streckenrand stand und bei Europa- und Weltmeisterschaften zugeguckt habe. Und ja, so kam das dann so und die hat mich dann halt auch so ein bisschen auf den Trichter gebracht und hat mich da so sehr inspiriert, dass es doch Ultramarathon was sehr Besonderes ist und gar nicht so langweilig ist, wie es vielleicht für Außenstehende wirkt, wenn man 8 Stunden im Kreis läuft teilweise. Mein erster Ultramarathon war eigentlich der Wings for Life World Run 2019. And another marathon star from Germany, but running in his home country and city of Munich is David Schönherr. Das war überhaupt nicht geplant. Es war eine Woche nach dem London-Marathon, da war ich wirklich in einer absolut guten Form. Und da war ein Familienfest in Dachau, also in der Nähe von München. Ich habe gesehen, an dem Wochenende ist ja zufällig auch der Wings for Life World Run und da wollte ich schon immer mal teilnehmen. Und da habe ich mich mal einfach zufällig angemeldet und dann bin ich da wirklich mit Muskelkater, mit schwerem Bein an den Start gegangen. Ja, und dann habe ich da mit 64 Kilometern gewonnen und Florian Neuschwander relativ überraschende 1,5 Kilometer abgenommen. Und seitdem bin ich da im Game voll involviert und seitdem laufe ich Ultra und habe da, glaube ich, meine Bestimmung gefunden. Also ich bin erstmal Familienvater, ich habe 2 Kinder, 7 und 5, Paul und Theo und bin auch sehr, sehr happy mit der Rolle. Paul erzählt auch, dass er in der Running Crew ist, also obwohl das gar nicht stimmt, aber erzählt halt bei seinen Freunden rum und ist total stolz. Und dann bin ich noch Physiotherapeut, Sportwissenschaftler. Also ich habe mir mein Leben so aufgebaut, dass ich eigentlich jeden Tag auch mit Laufen und Sport zu tun habe. Die ganzen Sachen, die ich so mache in meinem Alltag mit Trainer, Laufschule, Kurse zu geben, Running Crew, Trainer mit 70 Athletinnen und Athleten und ja, Familie zu haben, mein eigenes Lauftraining machen zu müssen, das stellt mich natürlich vor großen Herausforderungen. Ich habe ein super gutes Umfeld, also ich habe nicht nur die Familie, die da komplett hinter mir steht, sondern auch meine Freunde. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung, das gebe ich auch ganz offen zu, dass es halt manchmal auch zu viel ist, wo ich sage so, ey, ich muss mal wieder einen Gang rausnehmen
Und zu sagen, man braucht auch am Wochenende manchmal ein paar Stunden, wo man vielleicht nicht arbeitet. Aber ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, auch ganz gut gelernt, mal Nein zu sagen und auch Sachen abzulehnen und zu sagen, jetzt ist einfach mal, brauche ich mal ein paar Tage Auszeit. Also mir macht das alles Spaß, aber ich sage immer, zu viel von Sachen, die auch Spaß machen, ist auch trotzdem zu viel. Also irgendwann ist halt, kann man nicht mehr leisten. Und deswegen ist, glaube ich, für alle wichtig, dass man auch auf sich irgendwann achtet. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Der weniger Punkt, der Der Wings for Life World Run ist eigentlich jedes Jahr seit 2019 eines meiner Saison-Highlights, weil es einfach ein Format ist, das ich sehr feiere. Also einfach mit so vielen Leuten an der Startlinie zu stehen und dann so weit zu laufen, wie es geht, ist einfach, finde ich einfach cool. Und dann aber auch der Charity-Charakter dahinter. Also als Physiotherapeut habe ich einfach auch sehr viel mit Querschnittspatienten zu tun und ich weiß, wie wichtig da die Forschung ist und wenn man verbinden kann, dass man seine sportlichen Ambitionen umsetzen kann, plus dann halt auch für einen guten Zweck laufen kann, finde ich ein total tolles Konzept. Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder in München vorne mitlaufen. Also Titelverteidigung wäre natürlich schön. Ich glaube, dass dieses Jahr die Konkurrenz sehr gut ist. Ich weiß schon von einigen, die auf ähnlich starkem Niveau unterwegs sind. Beim Ultramarathon, das hat eigene Gesetze, da muss man einfach schauen, was machen die Beine, was macht der Kopf und dann ist es irgendwann Mann gegen Mann und dann schaut man einfach, wer am weitesten rennen kann an dem Tag. So ein Ultramarathon kann auf jeden Fall auch so ein Learning fürs Leben sein. Klar hat man manchmal Phasen, wo man denkt, so ich bin jetzt bei Kilometer 20, Beine sind schon so ein bisschen schwer, fühlt sich gar nicht so locker an. Und dann wirklich trotzdem an sich zu glauben, auch wenn man weiß, ich muss noch bestenfalls 40, 45 Kilometer laufen, obwohl ich mich gerade gar nicht mehr so gut fühle. Und sich dann aus diesem Loch zu befreien und dann trotzdem ein gutes Rennen abzuliefern und dann auch noch zu gewinnen, was ich durchaus hatte, ist vielleicht auch ein Learning fürs Leben, dass man sagt, so ja klar, es gibt auch mal schwere Phasen, aber wenn man an sich glaubt und sagt so, ey, ich kann mich da wieder aus meiner Situation befreien und rausholen, dass es dann doch alles gut wird und dass man sich damit belohnt.